Schwarze Autos, ja, die sehen im Schatten viel besser aus. Und I Got the Power, der Jaguar I-Pace. Hier steht er und wir sind in Fulda bei Sorg. Und hier ist der Kevin. Grüß dich, Kevin. Hallo, grüß dich. Ja, der ist schon ganz toll. Der kam wann raus, Kevin? 2016. 2016 als voll elektrisch? Nö. Ja. Echt? Ihr habt den seit 2016 voll elektrisch? Ja. Krass. Also einer der ältesten voll elektrischen. Nach dem Tesla, ja. Nach dem Tesla. Der läuft gut bei euch? Ja. Eine große Nachfrage aktuell, da natürlich auch die Bundesregierung die Förderung aktuell unterstützt. Und da ist die Nachfrage schon sehr groß. Ja, interessant. Ihr habt also jetzt ein Fahrzeug, was es schon sehr lange gibt, voll elektrisch. Und ich musste deswegen so ein paar Mal nachfragen, weil viele Hersteller jetzt erst anfangen mit voll elektrisch. Das heißt, Jaguar hat da schon sehr viel Erfahrung mit. Was euch extrem in die Karten spielt, ist natürlich das Thema 0,25. Das heißt, also ich kann als voll elektrischer Dienstwagenversteuerung quasi zu den Akten legen. So ist es. Ihr merkt das mit der Nachfrage mit 0,25 als Dienstwagen? Ja, die Nachfrage ist da schon sehr groß. So, wenn man das Ganze jetzt sieht, was sind so die entsprechenden Wettbewerber? Ist das auch Porsche? Natürlich, der neue Porsche Taycan, der jetzt auf den Markt kam, ist natürlich ein Wettbewerbsfahrzeug, aber auch der Audi e-tron, der Tesla oder der Mercedes EQC. Das Fahrzeug hat 5 Sitzplätze? Jawohl. Also 5 Anschnallplätze, so sieht er von hinten aus. Das heißt, das Design ist jetzt seit 4 Jahren gleich geblieben? So ist es. Ja, wenn man so an Jaguar denkt, dann denkt man so an 2 Tanks, links und rechts. Du kennst sie noch, die alten? Ja, die schönen V12-Maschinen. Ja, die da sind. Das hier hat ja damit überhaupt nichts mehr zu tun. Das wäre, hätte man das Auto mal gezeigt vor 20 Jahren, hätte man das locker in einen Science-Fiction-Film auch einbauen können, oder? Das heißt, die Form, Leute haben sich aber daran gewöhnt, an vollelektrisch und diese Form? Ja, es hat ein bisschen gedauert, aber so langsam haben sich die Leute daran gewöhnt, dass Jaguar auch ein Elektrofahrzeug baut. Ja, Kevin, dein Alter? 29. 29. Kannst du dir das Auto leisten? Nein. Die Zielgruppe oft Unternehmer, oder? Ja, sehr stark. Auch wegen der 0,5% Versteuerung. Das ist so. Das heißt, ich habe einen Dienstwagen. Das Thema, ihr macht unglaubliche Leasing-Angebote. Das also sticht immer wieder raus, wenn ich Jaguar sehe und sehe dann, okay, was die Fahrzeuge kosten im Leasing. Wenn du mal für den Otto-Normalverbraucher erklärst, was ist Leasing eigentlich? Ja, Leasing bedeutet mieten. Man mietet das Fahrzeug über einen bestimmten Zeitraum und danach gibt man es wieder zurück. Vorteil natürlich, man hat das Restwertrisiko nicht, weil man natürlich nie weiß, wie sich der Markt gerade in der heutigen Zeit entwickelt. Und deswegen ist das eigentlich eine schöne Sache. Das Schöne ist beim Leasen, ich kann auf eine neue Technologie gehen und kann die leasen, kann die mal ordentlich ausprobieren. Ihr habt immer wieder einen Käufer, die Gebrauchtwagen sind sehr gefragt? Beim I-Pace selber haben wir noch keine Gebrauchtwagen. Hier steht doch quasi fast einer, oder? Ja, ein Vorführwagen, aber kein Gebrauchtwagen an sich, so ein richtiger. Natürlich, die Vorführwagen gehen auch immer gut, aber das Leasingprogramm an sich ist natürlich beim Neufahrzeug immer mit am besten. Ja, Jaguar ist in welchem Konzern beheimatet? Bei Tata Automobile. Ja, einer der ganz großen, also ähnlich wie Samsung, ein Weltkonzern, der also das jetzt baut und ihr habt gar keinen Stress mit Technik, das heißt die Zulieferer, die Tata ausgewählt hat, die stimmen. So ist es. So, das Design, ist es ein echter Jaguar, wenn man einsteigt? Man kennt das ja noch von früher, wenn man so die Nase dann reinsteckt und es riecht nach Leder. Ist das Jaguar? Das ist Jaguar, aber gerne darfst du dich selber überzeugen. Das machen wir gleich. Wir gehen erstmal drum rum. Ich muss das Fahrzeug mal auf mich wirken lassen. Ich sag mal so, die Leute, die fahren, das hier ist ja schon ein bisschen Understatement. Das heißt, man fährt ja ein Auto, was man nicht überall auf der Straße sieht. Ist das oft ein Grund für die Menschen? Auch, das gehört dazu. Emotionen kauft man bei Jaguar mit dazu oder hat man, wenn man einen Jaguar kaufen möchte. Und die Leute drehen sich natürlich schon um nach so einem Fahrzeug. Aber nicht mehr so wie früher. Also als man kam mit dem 12-Zylinder, das war was anderes. Er hat so ein bisschen Einzug gefunden, auch in die Normalität, liegt aber auch daran, ihr habt immer mehr Jaguar-Modelle. So ist es, ja. Also wir sind ja auch jetzt in dem SUV-Bereich stark vertreten mit dem Jaguar I-Pace und dem Jaguar F-Pace. Und der I-Pace zählt auch in die SUV-Kategorie. Und ja, es ist nicht mehr der typische Jaguar-Sportwagen, aber es ist ein echter Jaguar. Reichweite von dem? 470 Kilometer. Realistisch. Realistisch 300, 350.
350, das heißt, ich kann ihn schnell laden. Ich kann aber jetzt keine Ladestation verwenden von Tesla, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Okay. Tesla hat ja ein eigenes Ladesystem. Ein eigenes Ladesystem, aber hier kann ich alle Schnellladestationen. Wie ist da die Entwicklung mittlerweile? Das heißt, wenn ich jetzt längere Fahrten habe, kriege ich überall Schnellladestationen? Also mittlerweile ist es so, dass auf fast jeder Autobahn-Raststätte eine Schnellladestation verbaut ist. Und der I-Pace kann dann über die Schnellladestation mit bis zu 100 kW die Stunde laden. Ja, Leistung. Jaguar spricht ja für sportliches Fahren. Wie ist hier die Gesamtleistung? Leistung hat er 400 PS. Die wird geliefert über 2 Motoren und eine 90 kW Batterie. Wie ist das gemacht? Ist hier der Motor am Rad oder ist das noch ein zentraler Motor, der vorne und hinten ist? Wie funktioniert das? Also es sind 2 Elektromotoren, die sind jeweils an den Achsen verbaut und somit verfügt das Auto auch über einen Allradantrieb. Das merkt man aus. Das heißt, der kommt auch im Winter gut durch? Ja, auf jeden Fall. Mach mal vorne auf, bitte. Gerne. Gucken wir mal rein. So ein rein elektrischer ist natürlich immer spannend. Für mich ist das auch Premiere, das Fahrzeug mal zu sehen. Und wir drehen mal den Film für alle Leute, die sich für das Auto interessieren. Oh, da ist ja nichts mehr. Es sieht fast aus wie bei Porsche. So ist es. Man hat so ein kleines Ablagefach noch fürs Ladekabel, wenn man möchte. Und den Motor sieht man gar nicht mehr, oder die Motoren. Ja, was ja nicht mehr gibt, ist Öl. Ölwechsel gehört der Vergangenheit. Ich habe noch Wischwasser. So ist es. Das ist die einzigste Station, wo man noch was auffüllen muss. Ja, ganz schlimm ist, ähnlich wie bei Tesla, das Thema Werkstatt, Intervalle ist wahrscheinlich auch gering. Das heißt, auch Bremsen werden natürlich nicht so stark abgenutzt, weil die Bremsenergie wird ja auch zurückgeflossen. Ja, aber man braucht keine Angst haben, dass die Bremse irgendwann nicht funktioniert, wenn man sie braucht, weil das Auto die Bremse alle 60 Sekunden an die Bremsscheibe anlegt. Okay, ganz kurz dann. Das heißt, Rost und so, das gibt es ja nicht. Das gibt es nicht. Die Gangbarkeit wird gewährleistet. Alle 60 Sekunden, permanent? Permanent. Kurz, also das merkt man gar nicht. Einmal ganz kurz, man merkt es während der Fahrt nicht, nein. Da ist hinten eine Bremsleuchte dann, die geht dann auf? Nein. Okay, alle 60 Sekunden geht man die. Ja, mach nochmal zu. Das Thema Kofferraum, das wird uns dann hinten dann ereilen. Ich nehme an, die Batterien sind unterm Auto? So ist es. Die ist unter den Sitzen in der Bodenplatte verbaut. Ja, du bist wie groß? 1,86 Meter. Schreib mal hinten ein. Mal gucken, wie der Sitz vorne ist. Dann, dass wir das mal sehen. Es wird oft, wow, der ist schon relativ weit zurück vorne. Das heißt, der ist nicht ganz vorne. Trotzdem, du sitzt gut. Als über 1,80 Mensch auf jeden Fall sehr viel Platz. Krass. Auch vom Kopf her. So, ich stecke mal kurz die Nase rein. Ja, es riecht nach Leder. Es ist so, aber es ist straffer geworden. Es ist nicht mehr so das Wohnzimmer. Es ist nicht mehr so das Wohnzimmer, nein. Es ist schon sportlich. Toll. Ja, steig mal aus. Wo geht denn das los, das Auto, vom Preis Natürlich für die Förderung unter netto 65.000. Netto plus Steuer. Plus Steuer. Ja. So, das heißt also brutto? Um die 75.000. Um die 75.000, so ist es da. 74.900. Hast du CO2 hier, den Ausweis in dem Auto? Achso, den habe ich auch irgendwo. Genau, wir zeigen mal ganz kurz. Genau, geht ihr mal kurz holen. Ich gehe mal gerade drum rum, dass das Ganze mal sehen, denn das Thema natürlich auch Verbrauch ist ein großes Thema. Man kann das Auto natürlich in verschiedenen Modi fahren, das werden wir uns gleich mal angucken von drinnen. Und je nachdem, wie ich aufs Gas trete, verbraucht er natürlich mehr. Aber viele Elektrofahrer, die legen es quasi drauf an, die Reichweite zu maximieren. Das wird uns der Kevin auch gleich mal kurz erklären. Was passiert, wenn ich Elektro fahre? Dann will ich so effizient wie möglich fahren und habe dann die Möglichkeit natürlich spritsparend zu fahren. Ich mache mal kurz auf, halten wir auch schon mal rein. Was interessant ist hier, die Griffe kommen so ein kleines bisschen raus, mir quasi entgegen. Metallic-Lackierung und auch hier innen habe ich ein riesen Display mit drin. Also Auto hat jetzt 309 Kilometer Reichweite. Cooles Lederlenkrad. Und die vollelektrischen Sitze mit einem sportlichen Seitenhalt, also fast schon Recaros, die hier verbaut sind. Und großes Display, das gucken wir uns gleich mal an. In der Mittelkonsole alles sehr aufgeräumt, elektrische Parkbremse. Das ist übrigens die quasi Automatik, die mit eingebaut ist. Und ein Soundsystem von Meridian, also wer sich auskennt, High-End, auch hier verbaut. Und alles sehr schlicht, also sehr, sehr zurückhaltend. Ja, Kevin hat uns noch
etwas Besonderes noch mitgebracht, denn wir haben hier im hinteren Heckbereich noch ein alternatives Ladegerät mit drin. Das heißt, hier gibt es ein Zubehörladegerät, mit dem ich wirklich überall laden kann. Das wird uns Kevin auch gleich noch mal kurz erzählen, wie das Ganze funktioniert. Und ja, wenn Sie mal Lust haben, mal Probe zu fahren, das lohnt sich deswegen, weil man muss es wirklich erfahren, wie groß ist der Kofferraum, was kann ich alles damit machen, was läuft. Es gibt insgesamt 2 Kabel, die mitgeliefert werden. Einmal ein Schnellladekabel, das ist hier mit dabei. Und dann gibt es für die Haushaltssteckdose noch ein Ladekabel, denn es gibt viele Menschen, die zu Hause, ich sag mal, nachladen, weil sie am Tag vielleicht nur 30, 40, 50 Kilometer fahren. Und das kann man auch an 230 Volt machen. Der Kevin hat es mal kurz aufgewickelt. Schuko. Genau, die normale Schuko-Steckdose auf Typ 2 für das Fahrzeug kann man an jeder haushaltsüblichen Steckdose laden. Genau, das geht, wie ich es eben beschrieben habe. Viele fahren ja gar keine hunderte Kilometer, stecken abends das Auto ein. In, ich sag mal, 4, 5 Stunden habe ich vielleicht die Tagesreichweite nachgeladen. Das kann man auch tun, wenn ich mal zu Besuch bin oder irgendwo bin, das mal schnell einstecke. Richtig. Also Sie können das an jeder Haushaltssteckdose laden. Sie können aber auch aus dem Zubehör noch ein weiteres Ladekabel kaufen, was an eine Haushaltssteckdose oder an eine normale Starkstromsteckdose angeschlossen werden kann. 32 oder 16 Ampere und da ist man relativ flexibel dann. Das bedeutet, wenn ich Drehstrom zur Verfügung habe, habe Starkstrom, dann ist dieses kleine Adapterkabel, da ist auch, ich sag mal, Handschuhe mit dabei. Wenn du das kurz nochmal auspackst, ganz interessant, Juice heißt der Hersteller? Genau, Juice Booster, so nennt sich das Kabel. Kann man online bestellen oder natürlich auch bei uns als Händler ordern. Und man hat dann verschiedene Aufsätze, die man anschließen kann. Das ist jetzt hier mit einem Adapter. Das ist jetzt hier mit einem 16 Ampere Anschluss. Es gibt es dann noch mit einem 32 Ampere Anschluss. Wie auf der Kirmes. Genau. Oder mit auch einem normalen Schuko-Stecker. Und so ist man halt sehr flexibel. Man kann in jedem Industriegebiet, bei jeder Firma rein theoretisch sein Fahrzeug wieder vollladen. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, mir das mittlere Teil mal gerade in die Kamera hältst, weil die Leute interessiert das unglaublich. Ihr habt es jetzt schon länger im Einsatz, diesen Juice Booster? Ja, wir geben es halt gerne bei Probefahrten mit, weil viele Kunden natürlich noch keine Ladekarte haben, dass sie das an einer öffentlichen Ladensäule laden können und mit dem Juice Booster können sie es natürlich auch zu Hause, wenn man Starkstrom in der Garage hat. Ja, das haben ja viele. Ich sag mal, wenn ich jetzt einen Herd habe, wenn du mal gerade so lieb bist, diesen Juice Booster mal einsteckst hier an der Schuko, dass man das mal einfach mal zeigen. Das heißt, du hast verschiedene Adapter, der passt jetzt nicht hier. Der passt jetzt nicht. Nein, den müssten wir einmal wechseln. Das geht aber schnell. Achso, da ist im Prinzip ein Bajonett. Plug and Play. Es soll ja auch halten. Es soll auch halten, ja. So, und dann kommt dann 230 Volt drauf. Da braucht es natürlich länger. Das heißt, hier kann ich maximal laden. Was geht hier? Wie viel Ampere? 2,4, 2,5 kW in der Stunde. Prima. Aber vielen langt das auch. Also je nachdem, wo ich bin, kann ich also auch mal mich anpassen und kriege mein Auto voll. So, dann steckt man das einfach rein. Okay. Da ist ja auch eine Kommunikation zwischen dem Ladegerät und dem Auto. Also erstmal kommuniziert jetzt das Ladekabel, das Mittelteil mit der Steckdose. Das leuchtet jetzt grün, es kann quasi losgehen. Und sobald wir jetzt den Typ 2 Stecker in das Fahrzeug reinstecken, dann kommuniziert der Stecker mit dem Fahrzeug. Und sobald die sich einig sind, leuchtet es grün und dann geht's los. Vollautomatisch, kann ich nicht so viel falsch machen. Richtig. Das wird da verriegelt? Das wird verriegelt, man kann es nicht rausziehen. Man muss es erst entriegeln mit dem Schlüssel. Also man sollte auch jetzt nicht, um es zu stehlen, hier reinschneiden. Keine gute Idee. Da tut sich der Verbrecher dann weh. Ist so, ja. Ihr habt das ja jetzt schon unglaublich lange im Einsatz. Das heißt also, die Leute nutzen das hier. Die deutsche Angst der Reichweite, was kannst du dazu sagen? Ja, in Deutschland ist ein sehr gut ausgebautes Stromnetz und wir können dreiphasig laden in Deutschland, was in keinem anderen EU-Land geht. Und somit ist man da auf der sicheren Seite. Und wenn man eine ganz normale 11 kW Ladesäule hat,
durch das dreiphasige Laden lädt der I-Pace dann auch mit 11 kW. 90 kW hat der Akku, da kann sich jeder ausrechnen, wie lange eine volle Ladung dauert. Ja, ich schiebe jetzt mal gerade eben 13 Ampere aus der Schuko-Steckdose raus. Das ist so fast das Maximale, was man rauskriegt. Also bis 16 Ampere sind sie abgesichert, aber Schuko geht, glaube ich, bis 13. Der EE geht, glaube ich, bis 16, was man hat. Gibt es ja die wildesten Adapter, die man bauen kann, aber das hier ist eine tolle Lösung mit dem Juice-Kabel, oder? Ja, man ist halt, wie gesagt, sehr flexibel. Toll. Also habe ich so noch nie gesehen. Da steht es, aber nicht ganz billig. Der Vorteil ist, ich kann es mitnehmen, von Auto zu Auto, genormt mittlerweile. Richtig. Der Typ 2 Stecker ist bei allen europäischen Elektrofahrzeugen genormt. So, das heißt dabei 230 Volt, dann Schnellladen ist dabei. Nein, das ist ein Typ 2 Stecker. Ja, was heißt das? Sprich, beim I-Pace jetzt maximal 11 kW die Stunde. Ein Schnellladestecker oder eine Schnelllade-Ladesäule, die haben den Anschluss immer mit dabei. Okay, das heißt, den gibt es nicht extra. Den gibt es nicht. Man kann sich bestimmt extra einen kaufen, braucht man aber nicht, weil in allen Raststätten, die eine Schnellladestation verbaut haben, haben auch gleichzeitig das Ladekabel mit dran. Wir sprechen jetzt nicht nur über jetzt einen Adapter, sondern da kommt Gleichstrom raus, richtig mit viel Power. Also das zu Hause könnte man sich installieren, wahrscheinlich irre teuer, oder? Einmal das und es wird Ihnen wahrscheinlich keiner freigeben. Weil er richtig Strom zieht. So ist es. Das ist so. Also auch hier. Was ist hier unten drunter, wenn du das mal kurz rausnimmst? Boden? Noch ein kleines Ablagefach. Ja. Ja, Leute, interessiert ja, was kann ich denn reinmachen? Denn ich nehme an, dass die Batterie auch ein bisschen... ist interessant, der hat Klett, gell? Ja, dass er nicht hin und her rutscht während der Fahrt, wenn man den Koffer mitnimmt. Ansonsten hat man hier unten noch Ablagefächer. Ist jetzt hier Verbandskasten Manndreieck verbaut. So, Autos ist absolut alltagstauglich, kann man sagen. Ja. Ja, also man hat keinen Nachteil durch die Batterie. Das nimmt keinen Kofferraumplatz weg, sondern das tatsächlich wäre genauso großer Kofferraum, wie wenn er jetzt ein normaler Verbrennungsmotor hätte. Ja, das ist ja normalerweise ist das ja Kult, jetzt so ein Fahrzeug zu fahren mit E-Kennzeichen. Habt ihr denn viele Leute, die Wert drauf legen, ökologisch unterwegs zu sein? Ja, die Nachfrage ist dann natürlich schon da. Also das heißt, auch die Politiker von hier, die fahren alle Jaguar? Hatte ich jetzt noch keinen hier, aber... Aber es ist doch schon, wenn ich jetzt ein E-Kennzeichen hinten drauf habe, glaube ich, in Fulda darf ich Busspuren benutzen, gell? Ja, genau, so ist es. Einmal die Busspuren und man darf natürlich kostenlos auf den öffentlichen Ladensäulen, Parkplätzen in der Stadt parken. Ja, das Schöne ist, ich habe letztes Mal gedreht ein Video über Porsche, da haben wir einen Porsche nachgeladen beim Lidl. Auch das funktioniert während der Einkaufszeiten, haben viele Lidl, glaube ich, und Aldis und keine Ahnung, die bieten jetzt kostenlos Laden an. Wenn ich da so eine Dreiviertelstunde shoppen gehe, dann kriege ich schon relativ viel rein, oder bei einer Schnelllade? So ist es. Also 100 kW die Stunde, wenn es ein Schnellladeanschluss ist. Cool, ich bin ganz begeistert. Ja, ich habe eben schon mal kurz den Innenraum gezeigt, als du die CO2 holen warst. Und wir gehen mal kurz rein. Wenn du dich mal kurz auf dem Fahrersitz sitzt, bitte. Dann zeige ich mal den Innenraum. Und ihr habt wirklich vom I-Pace habt ihr noch keine gebrauchten, gell? Oder so gut wie keinen? Nein, aktuell noch gar keinen. Die kommen nicht zurück. Leasing. Na, Leasing haben wir eigentlich ganz wenige nur verkauft in der letzten Zeit, komischerweise. Es wurden auch tatsächlich viele bar gekauft. Ich habe eine Kundin jetzt, die hat schon 2. Die bekommt jetzt bald ihren 2. Ja, ist toll. Also wenn man einmal da Lust dran hat, denn es passiert nichts mehr. Der Motor läuft nicht mehr an, gell? Nein, ein Motorgeräusch gibt es nicht mehr. Man drückt den Startknopf, vorne im Display erscheint Ready und dann kann es losgehen. Ja, das habe ich schon gesehen bei den anderen Fahrzeugen. Land Rover hat so ein ähnliches Navi mit drin. Die Navigationssysteme bei Jaguar Land Rover sind alle gleich. Das nennt sich bei uns PV Pro. Das ist ein ganz neues System. Der Hersteller von dem System ist BlackBerry. BlackBerry. So sieht man sich wieder im Leben. Und da unten sieht man also auch da ist ein Display drin, was die Temperatursteuerung angeht. Alles ganz intuitiv. Es sieht so aus wie früher. Die Displays, also auch hier in den Reglern drin, schon schick, oder? Ja, sehr modern, sehr digital. Macht schon Spaß. So, das Thema ist Batteriegarantie. Da fragen ja viele nach. Klar, wenn ich das Auto nur 3 Jahre lease, da kann es mir vielleicht egal sein. Aber ist auch da eine entsprechende Garantie, eine lange Garantie drin? Ja, wir haben 8 Jahre Garantie auf die Batterie bis 160.000 Kilometer. Gut. Ja, das Geräusch, wie kriegen wir das weg? Einmal draufdrücken. Einmal draufdrücken. So, das ist Energie. Das heißt, ich fahre los, ich komme mal kurz auf deine Seite. Hier vorne habe ich die Automatik. Es gibt ja eh nur einen Gang, oder? Es gibt nur einen Vorwärtsgang, ja. So. Das Fahrzeug wird lauter bei schneller Fahrt oder ist das so, man hört den Motor denn sumseln? Man kann ein Motorgeräusch digital erzeugen, das kann man einstellen. Entweder er fährt ganz leise oder man hat ein
ein Geräusch, was simuliert wird über die Boxen. So, dann Entertainment, ganz großes Thema. Wenn ich fahre, ich möchte zum Beispiel Karten sehen. Display ist riesig. Du das nochmal kurz anmachst, bitte, dass wir das mal sehen. Und wenn ich jetzt eine Fahrt habe, zum Beispiel, ich möchte jetzt fahren nach zum Beispiel, was ist das nächste hier? Schlitz. Ja, dann gibt man es einfach ein. Sprechen geht auch? Sprechen geht genauso, wie man es möchte. Okay. Und dann einfach auf Go. So, das Fahrzeug hat eine SIM-Karte drin? Es hat eine serienmäßige SIM-Karte verbaut, ist immer hier wieder auch angezeigt, 4G. Somit sucht das Fahrzeug die Route über das Internet und die Verkehrsdaten werden auch übers Internet in Echtzeit wiedergegeben. Prima, also auch hier lohnt sich einfach mal fahren, vorbeikommen, das Ganze ausprobieren. Ich komme mal kurz auf deine Seite, dass wir ganz mal sehen, wie du da drin sitzt. Denn Kevin hat den Vorteil, wenn du mal kurz aufmachst bitte. Du bist recht groß, du bist nicht gerade der Kleinste. Das ist vielen Leuten wichtig, wenn sie die Videos sehen. Wie fühle ich mich als großer Mensch? Sehr gut, also ich habe genügend Platz im Kopfbereich und ich habe genügend Platz im Beinbereich. Ich könnte sogar noch ein Stück nach hinten und hinter mir könnte auch noch jemand sitzen. Ja, du bist jetzt ein junger Mann. Ein Jaguar ist ja für viele ein Traum, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist das, die Leute, die das kaufen, die gönnen sich das auch. Die sagen, hey, ich arbeite viel, viele Unternehmer auch. Ja, viele Unternehmer. Es gibt aber auch Privatleute, die sich für so ein Fahrzeug interessieren. Von vielen war es schon mal ein Traum, einen Jaguar zu fahren, von Kindheits an. Und natürlich ist es schon irgendwie was Besonderes. Es ist ein Jaguar. Die Katze. Sozusagen die Raubkatze. Die Raubkatze, die hier vorne drin sind. Ja, das Soundsystem, ich habe es eben angesprochen, Meridian. Viele kennen es nicht, aber das ist High-End. So ist es. Ja, ist richtig schick. Ja, das Ganze ist drin natürlich DAB Plus heutzutage, das ist Standard. Das Thema natürlich Autopilot, gibt es sowas bei Jaguar? Ja, also man hat einen Spurhalteassistent, der aktiv mitlenkt. Man hat einen adaptiven Tempomat, der den Abstand hält. Man hat ein Warnsystem, toter Winkel mit Spurhalteassistent, der einen zurück in die Spur zieht. Ja, es ist schon ein Stück weit autonomes Fahren. Ja, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die sagen, ich habe zwar 400 PS, aber mein Ziel ist es, so effizient wie möglich von A nach B zu kommen. Oft sieht man Teslas auf der rechten Spur, die hinter einem LKW fahren. Ist so, es gibt Leute, die legen es drauf an. Man kann echte Reichweite erzielen mit dem Auto, gell? Ja, das kommt ein bisschen drauf an, was man fährt. Wenn man natürlich nur Autobahnfahrten macht, wo man wenig Rekuperation über die Bremsen hat, dann ist die Reichweite natürlich begrenzt. Wenn man viel Stadt fährt zum Beispiel, dann hat man auch eine höhere Reichweite, weil man immer dieses Stop-and-Go hat, immer wieder diese Rekuperation mit dabei hat und dann hat er eine ganz andere Reichweite, wie wenn man jetzt eine reine Autobahnfahrt macht. Ja, steig mal kurz aus bitte. Ein tolles Auto, der I-Pace, voll elektrisch, mittlerweile im 2. Jahr. Und ja, wenn ich das im Leasing darstellen möchte, wo lande ich ungefähr bei der Rate? Wir kriegen den schon hin für 490 € netto. Ohne Anzahlung? Ohne Anzahlung im Grundmodell. Mit der staatlichen Förderung. Okay. Da gibt es aktuell 7.500 €. Die setzt sich zusammen aus 1/3 Herstelleranteil und 2/3 BAFA. Und das ist dann so, da wird dann ein Teil wahrscheinlich auch verwendet als Anzahlung? Genau, der BAFA-Anteil wird als Anzahlung verwendet, in dem Fall jetzt 5.000 € und die 2.500 € vom Hersteller, die gibt es als zusätzlichen Hausnachlass dann natürlich noch oben drauf. Boah, man muss es einfach mal wirken lassen, hier die Front. Schon cool, das ist so reingefaltet, gell? Ja, man hat diesen aerodynamischen Luftschlitz, der einmal komplett unten durchgeht, durch die Motorhaube. Ja. Der sich quasi wie ein Teppich über das Fahrzeug legt. Dadurch ist gegeben, dass der Staub weniger auf dem Auto liegen bleibt während der Fahrt. Und auch die Frontscheibe beim Regen. Die Frontscheibe bei Regen besser abläuft und man hat natürlich eine viel bessere Aerodynamik. Ja, ich kann es aber nicht fassen. A+, 25 kW. Stromverbrauch, ja, ich glaube, wir werden noch einiges hören. 2025 soll ja der Kernfusionsreaktor das erste Mal ein bisschen Plasma zünden. 2050 soll es ja dann Energien geben, aber auch das Thema natürlich, ich sag mal Solarzellen, vielen gehen hin, machen sich jetzt selbst Akkus zu Hause hin in Verbindung mit Solarzellen, sind komplett autark, laden dann ihr Auto damit, das ist dann schon mit drin. Ich glaube,
Da kommt noch einiges auf uns zu, was das Thema Elektromobilität angeht. Ja, die Technik wird da viel schneller voranschreiten, wie das bei einem normalen Verbrennungsmotor der Fall sein wird. Und die ersten Fragen kamen natürlich auch schon, ob das Fahrzeug zurück in den Akku laden kann. Du hast das vorher angesprochen mit dem Laden kostenlos beim Lidl oder beim Kaufland. Ja, da kamen dann schon die ersten Fragen, ob man da kostenlos laden kann und dann das Erladene quasi zurück zu Hause in den Speicher laden kann. Ja, das hat jemand gemacht, da habe ich eine Doku gesehen über ein Haus, der hat tatsächlich ein E-Auto, hat das dann angezapft, den Akku, und wenn es denn im Winter die Solarzellen nicht mehr packen, dann lädt er zurück. Dann lädt er also einmal voll, lädt es dann aus dem Auto raus. Ja, das wird kommen. Ich denke mir auch, dass das Thema natürlich auch Energiewirtschaft, wenn viele dann schnell laden, dazu führen wird, dass in Zukunft natürlich diese Geräte dann oder diese Autos dann auch Strom abgeben werden, wenn der Strom im Netz fehlt und dann die Elektronik feststellt, okay, die anderen brauchen mehr. Da wird es noch einiges geben. Der kann es noch nicht, aber das Coole ist, Software-Updates over the air, das geht bei dem Auto? Das geht, ja. Durch das 4G, was das Fahrzeug ja serienmäßig hat, kann das, bei uns heißt es SOTA, Software over the air, abgekürzt, lädt er sich das Kartenmaterial und kleinere Updates fürs Infotainment-System automatisch runter. Schön. Ja, wenn ich jetzt Interesse habe, ist wahrscheinlich anrufen. Wie ist deine Rufnummer? Die 0661 4950 852. Noch einmal? 0661 4950 852. Ja, wir sind bei Sorg Premium Cars und hier steht da der Jaguar I-Pace. I-Pace. Modelljahr 2020 hier. Nein, das ist schon Modelljahr 2021 und dadurch hat er dann auch dieses dreiphasige Laden. Verstehe. Der vorher hat es nicht. Der vorher hatte es leider nicht, nein. Ja. Da steht er jetzt. Vielen Dank und wenn Sie Lust haben, melden Sie sich beim Kevin. Probefahrt inklusive. Was muss ich mitbringen für eine Probefahrt? Führerschein? Und Personalausweis. Ja. Danke. Tschüss. Sehr gerne. Danke. Ciao.